continue our presentation from this afternoon on nutrition in the brain. Wir werden weitermachen mit dem Vortrag, den wir heute Nachmittag schon angefangen haben, mit dem Thema Ernährung und das Gehirn. One of the areas that has received a lot of attention lately is the nutrient folate. Einer der Bereiche, die in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ist der Nährstoff Folsäure. Folate actually has been shown to be so helpful in treatment-resistant depression. Es hat sich erwiesen, dass Folsäure so wirkungsvoll ist, um Depressionen, die nicht auf andere Dinge ansprechen, That a pharmaceutical company decided we need to try to take advantage of this. dass die Pharmaindustrie beschlossen hat, davon müssen wir profitieren. And so they, of course, if you try to patent folate, Wenn man natürlich versucht, Folsäure, ein Patent auf Folsäure zu bekommen, the US government will send you a nice letter back, dann wird die amerikanische Regierung einem einen netten Brief zurückschicken and it will say patent denied. und sagen, das Patent ist abgelehnt worden. And then it will also use the term prior art. Und es wird dann der Begriff benutzt, I don't know what that means actually. I mean, jemand hat diese Kunst schon vorher erfunden, heißt das sozusagen. Ja? Prior means it's already been there, Ja, okay, I translated that. Yes. and art means that. Yeah, I translated that. Okay, good. So you get the idea. I didn't know if it was a technical term or something. Yes. And what they're saying is it's already there in nature, so you haven't come up with anything new, so we're not going to allow you to patent it. Und mit anderen Worten heißt das existiert ja schon in der Natur. Ihr habt hier nichts Neues, Sie haben hier nichts Neues erfunden, also bekommt ihr kein Patent darauf. And so what they did is they took the folate molecule Was sie dann gemacht haben, ist, dass sie das Folsäuremolekül genommen haben and they just put one carbon and 3 hydrogens attached to it. We call it a methyl group. und sie haben einfach nur eine Methylgruppe angehängt, nämlich 3 Kohlensäure Atome und 3 Carbons und what? No, one carbon Also eine Kohlensäure und and 3 hydrogens. und 3 Wasserstoff angehängt und diese Methylierung haben sie dann zugefügt zu der And it's Folsäure. called methylfolate. Und sie nennen es dann Methylfolsäure. And then they sent it to the US government again. Und dann haben sie es nochmal an die amerikanische Regierung geschickt. And the US government could not find any methylfolate that had been in nature or had been tried to be patented before. Und die amerikanische Regierung hat dann in der Natur kein Methylfolsäure finden können und auch keinen Antrag auf ein Patent, was vorher schon von jemand anders gestellt worden war. And so they allowed him to patent it. Und dann haben sie ihnen also zugesagt, dass sie das als Patent anmelden dürfen. And then they put a high charge on this pill. It costs you $300 a month to take it. Und dann haben sie natürlich da einen ganz teuren Preis an diese Pille gehängt und das kostet also $300 pro Monat, um dieses Medikament zu nehmen. And it's one of the more effective, quotes, drugs available for depression. Und das ist eine der Medikamente, die relativ effektiv sind, wenn es um It Depressionen can be geht. used in addition to even other medicines. Es kann zusätzlich zu irgendwelchen anderen Medikamenten genommen werden. Now, the US government has stated that the average person's folate intake is far less than what it should be. Die amerikanische Regierung hat natürlich gleichzeitig gesagt, dass die Folsäureaufnahme der durchschnittlichen Person deutlich niedriger ist als das, was eigentlich notwendig It ist. says a person needs 400 micrograms a day. Also man sagt, dass eine Person 400 Mikrogramm pro Tag braucht. And it's true, most people aren't getting near enough. Und es ist wahr, die Aufnahme der meisten Menschen liegt weit darunter. But for optimal mental health, you need 1,000 micrograms a day. Aber für optimale mentale Gesundheit braucht man 1000 Mikrogramm pro Tag. And if your depression is due to not having enough folate in your diet, Und wenn die Depression einer Person darauf zurückzuführen ist, dass es in seiner Ernährung nicht genug Folsäure vorhanden ist, you actually will not respond to any medications. dann
sprechen alle anderen Medikamente nicht auf diese Depression an. And that's why they term that type of depression treatment-resistant depression, since medicines did not improve it at all. Und weil also keine Medikamente diese Depression irgendwie verbessern konnte, nennt man das auch eine behandlungsresistente Depression. So let's see where the foods are that have folate. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, welche Nahrungsmittel haben denn Folsäure? You can see a double serving of steak has 16 micrograms of folate. Wir sehen hier, dass It's a double serving, 3 ounces of a serving. okay, also so. 160 Gramm, das ist also eine doppelte Portion eines Lendensteaks gegrillt und das hat 16 Mikrogramm Folsäure. If you are going to get adequate folate from eating steak, Wenn man also seinen Folsäurebedarf decken will mit dem Essen von Steak, you would have to eat so much you would die that day. dann müsste man so viel essen, dass man an dem gleichen Tag noch stirbt. And so there has to be better sources. Das heißt, es muss bessere Quellen für Folsäure geben. Parsnips, 1/2 cup, 44 micrograms. Pastinaken roh haben 44 Mikrogramm. Pineapple juice has 58 micrograms. Ananassaft hat 58 Mikrogramm. Orange juice, even more, 75 Und micrograms. frisch gepresster Orangensaft noch mehr, 75 Mikrogramm. Just a 1/4 cup of peanuts will have 88 micrograms. Eine Vierteltasse Erdnüsse hat 88. Mustard greens shows up again. Hier haben wir wieder unsere Mustard Greens. Also, is that the green part of the mustard seed? No, it's a green. It's like spinach, kale, mustard greens. Also es ist ein Gemüse, was es im Deutschen nicht gibt. Es ist irgendein grünes Blattgemüse, irgend so ähnlich wie Spinat oder eine Kohlsorte oder so. Wir wissen nicht, was es ist. It's kind of like turnip greens. I don't, We don't have that either. don't have that either. Okay. Also Turnip Greens ist auch etwas, was es im Deutschen nicht gibt. Diese Namen sind regional unterschiedlich. Wenn es das Lebensmittel da nicht gibt, dann gibt es dafür kein Wort. Let me pause a little bit and do some commentary about this. Wir machen hier einen kleinen Einschnitt und werden da mal einen Kommentar drüber abgeben. I think the Germans need to get caught up with the God's diet after the fall of man. Ich glaube, die Deutschen sollten mal ein bisschen etwas lernen über die Ernährung, die Gott den Menschen nach dem Sündenfall gegeben hat. Before the fall of man, the original diet is in Genesis chapter 1. Die ursprüngliche Ernährung, die Gott gegeben hat, finden wir in 1. Mose 1. And those were to be food that have seeds in them. Und das war Nahrungsmittel, Früchte, die den Samen in sich tragen. Das war vor dem Sündenfall. And so fruits and grains, Also zum Beispiel Getreide und Früchte. even nuts were part of the original diet. Auch Nüsse waren Teil der ursprünglichen Ernährung. But mustard greens were not part of the original diet. Aber dieses Mustard Greens, dieses grüne Gemüse dort, von dem wir den Namen nicht kennen, war nicht Teil dieser ersten Ernährung. Spinach was not part of the original diet. Spinat auch nicht. Now, why is it that after the fall of man, he changed the diet immediately for Adam and Eve? Was ist der Grund? Aus welchem Grund hat Gott nach dem Sündenfall für Adam und Eva die Ernährung sofort umgestellt? He knew because sin was in the world, Er wusste, dass, weil jetzt die Sünde in der Welt war, they were going to be prone to lots of diseases. sie die Neigung zu allen möglichen Krankheiten haben And würden. it turns out most of the medications and herbs that help humanity are actually found in those herbs. Und es ist so, dass die meisten Anführungsstriche Medikamente, die man in Pflanzen finden kann, diese pflanzlichen Medikamente in diesen Kräutern, in diesen Gemüsensorten gefunden werden. In fact, some cancers can respond just to a bunch of herbs and leaving out things like fruit and nuts. Leaving them out. Es gibt einige Krebsarten, die sogar nur dann reagieren, wenn man also bestimmte grüne Gemüse und Kräuter und so weiter gibt und gleichzeitig Früchte und Nüsse weglässt. And so in America, we have lots of different types of herbs and greens. In Amerika haben wir also ganz viele unterschiedliche Sorten von grünem Gemüse und Kräutern. And I'm interested to know if you have more than just spinach here. Und mich würde mal interessieren, ob ihr außer Spinat noch was anderes habt. But good, I can see that there's more than just spinach. We have potatoes.
Well, potatoes are a root. That's a little different. Kartoffeln sind natürlich ein Wurzelgemüse, das ist etwas anderes. I'm talking about the herbs that are the greens. Sondern ich spreche hier über die Kräuter, über das Grüngemüse. But anyways, mustard greens are a great source of folate. Aber auf jeden Fall im Mustard Greens ist sehr viel Folsäure enthalten. But fortunately for the Germans, spinach is even higher. Aber zum Glück für die Deutschen hat Spinat noch mehr Folsäure, 109 micrograms. nämlich 109 Mikrogramm. And then there's some very high sources like navy beans, 255 micrograms. Und dann gibt es noch ein Nahrungsmittel, was sehr hohen Gehalt hat, 250 Mikrogramm. Das sind Navy Beans und die gibt es auch nicht im Deutschen. Das ist so eine weiße Bohnenart. Okra has 269 micrograms. Und Okraschoten haben 269. Essen wir auch nicht so viel, ne? They don't have okra? Not a lot. It's a very famous delicacy in the southern part of the United Im States. südlichen Teil der Vereinigten Staaten ist das eine sehr berühmte Delikatesse. There's all sorts of different types of okra. There's baked okra, Da gibt es alle möglichen Sorten von Okra-Gerichten. there's fried okra, Gebackene Okra, gebratene Okra. and it has a lot of good nutrient qualities. Und dort sind wirklich sehr gute, hilfreiche, gesunde Nährstoffe drin. But you have to be careful when you cut the okra, Aber man muss vorsichtig sein, wenn man eine Okraschote aufschneidet. because if you get some of those seeds on your skin, it will actually burn your skin a little Wenn bit. man einige von diesen Samen an die Haut bekommt, das verbrennt die Haut. But there's even higher sources than okra. Aber es gibt noch Quellen, die mehr Folsäure haben And I als know you Okra. have this in Germany. Und ich weiß, dass ihr das in Deutschland habt. 1 cup of lentils, Eine Tasse Linsen, 831 micrograms. 831 Mikrogramm Folsäure. You can almost get your whole amount of folate for one day in just 1 cup of lentils. Das heißt, wir können fast die gesamte Menge von Folsäure für einen Tag in einer Tasse Linsen But bekommen. it's still not the highest source. Aber das ist immer noch nicht die Quelle mit dem höchsten Anteil. I don't know if you have this in Germany. Ich weiß nicht, ob wir das in Deutschland hier haben. It is 1 cup of black-eyed peas. Das ist eine Tasse Schwarzaugenbohnen. You have it. Ja, you can get it. Yeah. Yeah, It's not very common, but you can get it. it's kind of a sweet legume. Das ist so eine Art süße Hülsenfrucht. It's grown abundantly and organically in California. In Kalifornien wird das sehr weit angebaut und zwar biologisch angebaut. But everyone in the South knows about black-eyed peas. It's another Southern delicacy. We know the pop group, the rock group. Das ist that's very popular in the South. That's what you said. Yes, yeah, it's very Ja, also dort popular. im Süden ist das also ein sehr beliebtes Gericht. And so you can save a lot of money just by eating some good food. Also man kann wirklich eine ganze Menge Geld sparen, einfach indem man nur die richtigen guten Nahrungsmittel isst. And folate has many advantages. It not only helps us to make 3 different neurotransmitters, Und Folsäure hat sehr viele Vorteile, nicht nur, dass es uns darin unterstützt, 3 unterschiedliche Neurotransmitter zu which are produzieren. serotonin, dopamine, and norepinephrine. Und zwar sind die 3 Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. But it also helps the vacuum cleaners work better so that we can preserve those neurotransmitters for later on. Aber Folsäure trägt auch dazu bei, dass diese kleinen Staubsauger besser funktionieren und dass dadurch Neurotransmitter eingespart werden, also die wieder angesaugt werden, die man dann für später gebrauchen kann. Another issue that can cause depression or is associated with it is atherosclerosis. Ein weiteres Problem, das mit Depressionen assoziiert ist oder Depressionen hervorrufen kann, ist Arteriosklerose. Atherosclerosis can, of course, cause some decrease in circulation to the brain. Arteriosklerose kann natürlich dazu führen, dass die Blutzirkulation, die Durchblutung im Gehirn vermindert ist. It's also associated with these very small strokes that you can't even feel, but you'll see on an MRI scan. Und es ist auch verbunden mit diesen Mini-Schlaganfällen, die man gar nicht sehen kann, aber die man vielleicht verpasst, aber die man auf einem entsprechenden Magnetresonanz
irgendein bildgebendes Verfahren, mit dem man das Gehirn darstellen kann, da kann man das dann sehen. But high cholesterol in and of itself has problems with the brain. Aber ein hoher Cholesterinspiegel an und für sich schon verursacht Probleme im Gehirn. This is why we measure everyone that's coming to our depression program, we measure their cholesterol. Und das ist der Grund, warum wir bei jedem Menschen, der zu unserem Programm kommt, den Cholesterinspiegel messen. Patients with major depression tend to have significantly higher cholesterol levels than healthy adults. Patienten mit einer schweren Depression neigen zu signifikant höheren Cholesterinspiegeln als gesunde Erwachsene. Depressed patients with elevated cholesterol also have a poorer prognosis for treatment response. Depressive Patienten mit erhöhten Cholesterinspiegeln haben auch eine schlechtere Prognose für das Ansprechen der Therapie. Furthermore, lowering cholesterol levels improves depression and mood and improves impulsivity. Eine Absenkung des Cholesterinspiegels verbessert die Depression und die Stimmung sowie die Impulsivität. Another pharmaceutical company took advantage of that fact. Und eine andere Pharmafirma hat diese Dinge für sich genutzt. They took depressed patients and instead of putting them on an antidepressant drug, they put them on a cholesterol-lowering drug. Man hat Patienten mit Depressionen genommen und statt ihnen ein Antidepressivum zu geben, hat man ihnen eine Ernährung gegeben, die niedrige Cholesteringehalt hatte. And the majority of them got better just from the cholesterol drug, lowering their cholesterol. Oh, it was a drug that was lowering the cholesterol. Also sie haben ein Medikament bekommen, was ihren Cholesterinspiegel gesenkt hat und ihre Depression hat sich verbessert, einfach nur dadurch, dass sie dieses cholesterinsenkende Medikament genommen haben. But some of them got worse because the cholesterol-lowering drug can interfere with your energy-producing cells called the mitochondria. Mitochondrien, okay. Aber einige von ihnen, da hat sich die Situation verschlechtert bei den Patienten, weil diese cholesterinsenkenden Medikamente mit Mitochondrien, das sind Zellen, die also für die Energie zuständig sind, interferiert. And some people can have liver side effects from these drugs as well. Und andere Menschen haben Nebenwirkungen bei der Leber durch diese Medikamente. And so it's best to just lower your cholesterol through diet. Es ist deswegen am besten, wenn man durch die Ernährung das Cholesterin absenkt. Now, where is cholesterol in foods? Wo finden wir das Cholesterin in den Nahrungsmitteln? There's none in fruits, In den Früchten ist 0, none in grains, in Getreide finden wir 0, none in nuts, in Nüssen 0, vegetables, none. Gemüse 0 Cholesterin. And so the plant foods are going to be good as far as your cholesterol is concerned. Also was unser Cholesterin betrifft, sind also die vegetarischen Nahrungsmittel sehr gut für uns. But even skim milk has some cholesterol in it. Also selbst fettarme Milch hat etwas Cholesterin 2% milk, 18 milligrams. und 2% fetthaltige Milch hat 18 Milligramm Whole milk, 33 milligrams. und Vollmilch 33 Milligramm. Interestingly, egg whites do not have any cholesterol. Interessanterweise ist in dem Eiweiß des Eis kein Cholesterin. Mayonnaise, typical mayonnaise, will have 8 milligrams. Typische Mayonnaise hat 8 Milligramm, Ice cream, 29 milligrams. Eiscreme 29 Milligramm, Butter, 31 milligrams. 31 Milligramm in Butter. But notice the egg yolk, Aber jetzt beachtet mal das Eigelb. 213 milligrams of cholesterol. 213 Milligramm Cholesterin. So if you're going to eat your eggs, it'd be better to throw out the yolk and just eat the white. Wenn ihr also Eier essen wollt, ist es besser, ihr schmeißt das Eigelb raus und esst einfach nur das Weiße. Now the world gets confused about this. Es herrscht Verwirrung in der Welt darüber. They think tuna is part of the plant kingdom and has no cholesterol. Die glauben, Thunfisch gehört zum Pflanzenreich und hat kein Cholesterin. But tuna actually has cholesterol, 26 milligrams per Aber serving. Thunfisch hat Cholesterin, 26 Milligramm. And clams have 57. Und 57 Milligramm finden wir in Muscheln Crabs, 64 milligrams. und in Krabben haben wir 64 Milligramm. The world also gets confused about this. Und über das Folgende ist man in der Welt auch verwirrt. They think if they scrape all the fat and skin off their chicken,
it will have no cholesterol. Sie glauben, dass wenn Sie von Ihrem Hühnchen die ganze Haut abmachen und das Fett abkratzen, dass dann dort kein Cholesterin mehr ist. But even when the fat and skin has been removed, it has 73 milligrams per 3-ounce serving. Aber selbst wenn man das Fett und die Haut entfernt, sind dort immer noch 73 Milligramm Cholesterin bei einer Portion von 85 Milligramm. Not much different than pork with 76 milligrams. Und das unterscheidet sich nicht stark von Schweinefleisch mit 76 Milligramm. Beef, 80 milligrams. Und Rinderfilet hat 80 Milligramm. But if you don't scrape the fat and the skin off your chicken, like most people don't, Aber wenn man jetzt das Fett und die Haut beim Hähnchen nicht entfernt, so wie die meisten Leute es essen, nämlich mit Haut und mit Fett, 82 milligrams of cholesterol. dann haben wir dort 82 Milligramm So Cholesterin. chicken is actually a higher source, the way most people eat it, than even red meat. Also Hühnerfleisch ist in der Art und Weise zubereitet, wie die meisten Menschen es essen, im Cholesteringehalt noch höher als rotes Fleisch. A lot of people think, well, the answer then is going to be seafood. Und viele Leute denken, ja, die Antwort ist dann, dass ich also Meeresfrüchte esse, also Nahrung aus dem Meer. But yet oyster has 84 milligrams, Aber Austern haben 84 Milligramm, sardines 120 milligrams, Sardinen 120 Milligramm, shrimp 165 milligrams. Shrimp 165, also das ist eine Krabbenart. And then when you get to the organ meats, watch out. Und wenn wir dann jetzt zu den Fleisch kommen, was also Organe beinhaltet, Beef kidney 329 milligrams. da müssen wir wirklich aufpassen. Also Rinderniere zum Beispiel 329 Milligramm, Liver over 400 milligrams. Leber über 400 Milligramm. And if you ever see caviar 500 milligrams, Kaviar 500 Milligramm, loaded with cholesterol. also vollgepackt mit Cholesterin. And if you see anyone feasting on beef brains, Und wenn ihr seht, dass irgendjemand sich da das Rinderhirn reinhaut, you have to wonder about their intentions. dann muss man sich fragen, was für Intentionen sie haben. Because one 3-ounce serving, 1,697 milligrams of cholesterol. Eine Portion von 85 Gramm, 1697 Milligramm Cholesterin. Sie sahen einen Ausschnitt aus der 13-teiligen Vortragsserie Emotionale Intelligenz. Die gesamte Vortragsreihe mit Dr. Neil Netley ist nur auf DVD erhältlich. Die DVD können Sie zum Preis von 42 € erwerben. Bestellen Sie im Onlineshop auf www.vision-medien.org oder unter der eingeblendeten Hotline-Nummer.